Herzlich willkommen zur 39. Folge meines Bauberichtes hier bei Freestyle MOBA. Wie bereits im letzten Video angekündigt, geht es heute darum, die Wartungsöffnung mit ihrem herausnehmbaren Modul bestmöglich zu tarnen und die Übergänge zu dem Modulrahmen möglichst unsichtbar zu gestalten. Angefangen habe ich hier mit dem Griff auf dem herausnehmbaren Modul. Wie ihr bereits im Hintergrund sehen könnt, habe ich dafür einige Felsen rund um den Griff gestaltet bzw. auch auf dem Griff selber hinzugefügt. Die Übergänge am Rahmen wurden mit teils überhängenden Grasfasern und ein wenig Turf gestaltet, so dass am Ende eine fast unsichtbare Lücke entstanden ist. Ein wichtiger Punkt hierbei war, das Modul getrennt vom Rahmen zu bearbeiten. So konnten durch die überhängenden Grasfasern diese ineinander greifen, wenn man das Modul wieder in den Rahmen gesteckt hat. Doch nicht nur der Hang mit der Wartungsöffnung wurde fertig gestaltet, auch ein großes Stück zweigleisige Hauptstrecke samt Schotter und Oberleitung konnte fertiggestellt werden. Zum Schluss hat auch noch das ein oder andere Detail seinen Weg auf die Anlage gefunden. So, und jetzt genug der langen Worte. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zuschauen.
Und so sieht der fertig gestaltete neue Bereich aus. Wenn man bewusst hinschaut und natürlich weiß, dass sich dort eine Öffnung befindet, kann man die Ränder oder Kanten der Wartungsöffnung noch sehen. Ansonsten ist es doch echt schwer zu erkennen, dass sich dort eine solche Öffnung befindet. Mit dem Griff in der Mitte des Moduls sowie den beiden getarnten Hebeln am oberen Rand lässt sich dieses jetzt kinderleicht entnehmen und auf eine Werkbank legen und im Anschluss ganz einfach wieder in die Anlage einsetzen. Und jetzt bin ich wieder auf euer Feedback gespannt, wie ihr meine Lösung dieser Wartungsöffnung mit der fertigen Gestaltung und den Übergängen findet. Schreibt mir dies doch gerne in die Kommentare. Ich freue mich wieder von euch zu lesen und bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.